Glück auf Karl, grüß dich. Auf Steiger, auf Birgit. Hallo Birgit. Liebe Besucher, liebe Zuschauer, wir sind heute leider ohne Besucher hier im Deutschen Museum im Bergwerk. Und weil ihr nicht zu uns kommen könnt, haben wir uns gedacht, wir kommen zu euch und nehmen euch mit auf eine Fahrt in die Tiefe. Was meinst du, Karl? Das können wir gerne machen, ja. Und warum sind wir jetzt hier? Bergbau, eine gefährliche Sache. Und die Bergleute in vielen Regionen sind, bevor sie in die Tiefe eingefahren sind, immer erst einmal am besten in eine Betstube gegangen, haben sich dort versammelt. Im Oberharz zum Beispiel morgens um 4 Uhr. Das ist früh, wir sind zum Glück ein bisschen später dran. Aber das haben wir jetzt erledigt und ich würde sagen, dann fahren wir ein in die Grube, oder? Oh, Sollen wir ja. noch mal ein bisschen Musik machen? Können wir Oh gerne ja. machen. Lange drücken. Lange drücken. Ja. Nee, Da braucht Musik er einen hat grad Moment. Pause. Ah. In der Hoffnung, dass alles gut wird. Sollen wir loslegen? Dann legen wir los. Kommt mit Ja. und passt auf eure Köpfe auf. Es wird niedrig. Gut, kommt's. Gehen Sie ruhig. Wir wollen ja keinen verlieren. Nur kurz für euch zur Info, wir sind jetzt heute erstmal wieder 2D, versuchen es nachher auch nochmal in 360 Grad. Wenn ihr da Spaß dran habt, dann nachher einfach mal gucken, ob noch ein zweiter Film auch zum Bergbau online ist. Und ansonsten gilt heute auch wie immer, wir geben uns Mühe, die für Corona-Zeiten üblichen Sicherheitsabstände zwischen uns einzuhalten. Das ist im Bergbau nicht immer ganz leicht, habe ich mir sagen lassen, aber wir probieren es. Gut sieht das aus hier, Karl. Was kannst du uns denn dazu sagen? Hört sich auch gut an. Noch fest. Ja, wir sehen hier einen typischen Holzausbau für den Bergbau. Denn Bergbau ist eine Industrie sehr holzintensiv. Denn was möchte man nicht? Dass einem etwas auf den Kopf fällt. Arbeitssicherheit geht auch schon über Jahrhunderte im Bergbau, hat eine wichtige Rolle gespielt. Und was wir hier sehen, typisch 2 Beine an den Seiten oder in anderen Regionen nennt man sie Stempel, eine Kappe aufgelegt, in Abständen hintereinander verschränkt und das sichert den Bergmann bei der Arbeit. Sag mal, Heißt aber auch, red erst mal weiter. Waldflächen in einem Bergbaugebiet sind schnell verschwunden. Untertägig sind riesige Wälder verschwunden in vielen Bergbauregionen. Aber an der Oberfläche, früher hat man natürlich auch mit Holzkohle gearbeitet. Und somit Bergbau war schon immer eine sehr holzintensive Industrie. Früher jedenfalls, heute nicht mehr. Sag mal, ich als Kind habe hier im Museum immer gedacht, dass das wirklich ein echtes Bergwerk war. Klär mal auf, ist das ein echtes Bergwerk? Nein, in dem Sinne nicht. Obwohl man hatte mal geplant, früher, als man anfing, nicht wahr, Steiger, einen Schacht hier in die Tiefe zu bringen von 60 Metern. Hat man aber dann schnell aufgegeben, denn die Isar hat doch einen erhöhten Wasserdruck in der Tiefe und die Kosten für so einen Schacht wären auch damals in den 20er Jahren, 20. Jahrhundert, in die astronomischen Höhen gestiegen. Also hat man das aufgegeben. Somit haben wir hier eine Tiefe von 11 Metern immerhin und das ist schon nicht schlecht. Für viele reicht das schon, aber es ist alles gebaut. Das sind Kulissen, quasi in einen Raum, ein Bergwerk eingebaut über mehrere Etagen. Man muss aber dazu sagen, vieles ist echt. Also ja, dieser Türstock, diese Felswände sind tatsächlich Kulissen, wobei das natürlich echtes Holz ist. Aber wo wir jetzt gleich hingehen, an die Hängebank, das ist eine Originalhängebank aus dem Oberharz, der Serenissimorum, tiefste Schacht vom Rammelsberg. Und ich würde vorschlagen, Karl, den schauen wir uns einmal an. Ja, was ist eine Hängebank? Zeig mal. Was ist eine Hängebank? Das werden wir uns jetzt anschauen. Bitte, folgt uns. Und bitte immer Vorsicht, den Kopf ein wenig einziehen. So,
Hier sind wir zunächst mal in der Radstube. Karl, du bist ein bisschen näher dran. Kannst du uns was dazu erklären? Wir haben ja den Bereich Erzbergbau, begehen wir ja jetzt hier im Museum. Und das hat ein historisches Vorbild, nämlich den Bergbau im Oberharz in Norddeutschland. Und dort hat man über viele Jahrhunderte mit Wasserkraft gearbeitet. Dort wurden auch dann entsprechende Wasserspeicher angelegt, Teiche, über 100, die mittlerweile Weltkulturerbe geworden sind. Und dies ist ein ganz besonderes Wasserrad. Das dient dem Fördern von Erz, von Materialien. Und das ist ein Wasserrad, das kann rechts und links rumgedreht werden. Oh. Ein sogenanntes Kehrrad. Denn ich muss ja auch die, ja, ihr merkt schon, es spritzt noch mal Wasser rüber. Wird richtig nass und feucht, man braucht viel Wasser. Ja. Jetzt ändert sich die Richtung. Und jetzt ändert sich die Richtung. Wozu war das nötig? Das ist nötig, weil ja 2 Tonnen, man will ja kontinuierlich Material, metallhaltiges Gestein aus der Erde fördern. Und dazu hatte man 2 Fördertonnen, die im Wechsel rauf und runter gehen. Und dadurch muss ich die Richtung in meinem Motor quasi umsteuern können und dazu ein doppelseitiges Wasserrad mit entgegengesetzt gerichteten Schaufelrädern. Cool. Vielleicht schaut ihr einmal über euch. Hier sieht man ja auch die Seilwinde, die dazu gehört, Ja. die direkt auf der Achse liegt. Ja. Das scheuert dann auch richtig. Nein, das würde normal laufen. Ja. Das ist aufgedreht, die Seiltrommel, ein Seilende kommt von oben, das andere von unten und so habe ich, egal in welche Richtung dieses Kehrrad sich dreht, Ja. immer den Effekt, eine Seite des Seils wird abgewickelt und die andere automatisch aufgewickelt. Okay. Und dadurch bekomme ich den Effekt, dass die Tonnen wechselseitig auf und ab gehen. Fast wie ein Jojo. Fast wie ein Jojo. Im entferntesten Sinne. Ja. Aber es wird langsam etwas Feuchtsteiger hier. Ja, wir haben so ein kleines Problem hier, da werde ich gleich mal den Kollegen informieren. Alles klar. Ja. Okay. Obacht mit der Stufe hier. So, Birgit, du hast gefragt, was eine Hängebank ist. Ja. Dieses ist eine Hängebank. Und ich sage es gerne noch einmal, das ist original, das ist 19. Jahrhundert. Das haben wir nur abgebaut und hierher gebracht und hier wieder aufgebaut. So stand das auch im Harz. Und wir stehen hier quasi über dem Schacht. Hier geht es unter uns 300 Meter in die Tiefe. Und in diesem Schacht hat alles stattgefunden. Wir haben die Förderung. Hier kommen die Erztonnen hoch und werden ausgekippt. Wirklich mit Kraft und mit dem Rücken getragen? Das ist ja das Problem, das schafft keiner. Das wiegt ja mehrere Tonnen. Ja. Und deshalb werden diese Tonnen gehängt. Deshalb heißt das Ganze Hängebank. Und das damit ausgestürzt. Wir zeigen es einmal, wenn man hier hinten drauf schaut, sieht man, dass eine Kette bis zum Boden geht. Das heißt, wenn ich mich einmal vor das Bild stelle, diese Tonne kommt mit dem Schacht hoch. Es gibt ein Signal, Halt. Dann hängt der Stürzer, wie er heißt, weil er die Tonnen ausstürzt. Manchmal stürzt er aber auch in den Schacht, Oh. weil er direkt darüber steht, nur auf einem Brett. Dann hängt der Stürzer die Kette unten an den Boden, in der Tonne, die hängt. Ja. Und dann gibt es ein Signal, Hängen. Das heißt, das wird ein bisschen abgelassen, 2 Meter. Aber der Boden bleibt ja da, weil er fixiert ist, wo er ist. Und damit kippt diese Tonne aus und hier in die Förderwagen, in den Hund hinein. Und so ist also diese Arbeit sehr viel leichter. Wieso Aber heißt der Hund nicht eigentlich Hund? ungefährlich. Das ist überliefert, vielleicht weil er so flach ist. Anderswo ist es die Lore im Ruhrgebiet, aber im Harz, wo wir hier sind, ist es der Förderhund. Meint das Gleiche. Meint das Gleiche, ist praktisch und funktioniert. Aber nicht nur das Erz muss rauf und runter kommen, Karl. Hinter dir ist eine der wichtigsten Erfindungen im Bergbau. Oh ja, denn man muss ja als Bergmann auch erstmal in die Tiefe gelangen. Ja. Und das war über viele Jahrhunderte als einzige Möglichkeit. Zu Fuß. Diese Fahrten zu Fuß. Also das sind eine Leiter, der Bergmann nennt sie eine Fahrt. Und der Bergmann geht ja auch nicht, er fährt immer. Nicht?
Und das war die älteste Möglichkeit. Wenn wir einmal in die Region Oberharz gehen, 16. Jahrhundert beginnt dort die letzte große Bergbauphase. Da ist man an der Erdoberfläche, arbeitet mit Schlägel und Eisen, also mit Hammer und Meißel und kommt langsam in die Tiefe. Da ist das alles noch kein Problem. Aber über die nächsten Jahrhunderte arbeitet man sich ja immer weiter in die Tiefe vor. Und das wiederum hat zur Folge, dass man im Ende 18. Jahrhundert sich was einfallen lassen musste. Na, noch nicht. 400 Meter auf Leitern auch mal runter muss. 400 Meter? Da brauchst du auch kein Fitnessstudio. Wie lange braucht man dann? Ja, 400 Meter, also wenn ich mir überlege, wie lange ich, also runter geht wahrscheinlich schneller, aber rauf, Ja, also das geht dann in die Waden. Von hier gerechnet bis runter, dann am Schacht noch auf der Strecke bis zum Arbeitsplatz, so ganz grob gerechnet. 1,5 Stunden? Dann würden wir dich aussortieren, du bist zu langsam. Okay, eine Stunde? Man rechnet ganz grob eine Stunde. Das ist aber dann schon flott. Dann wäre das ist schon flott, dann wäre der Bergmann vor Ort. Ja. Das heißt, er hat seinen Arbeitsplatz erreicht. Ja. Und ab da beginnt die Schicht, die bezahlt wird. Das heißt, rauf und runter ist dein persönlicher Arbeitszeit. Und überlege mal, Sport. wir kommen aus der Betstube, da warst du auch schon eine Stunde vorher. Ja. Bist von zu Hause hergelaufen. Das heißt, wenn du 4 Uhr in der Betstube sein musstest, bist du nachts um 3 wach geworden durch die Anläuteglocke im Ort, eine spezielle Glocke auf dem Kirchturm. Eine Stunde vielleicht Betstube, dann hier anfahren, ein bisschen dann noch gut, ja, je nachdem wie tief man nur noch muss, 2,5 bis 3 Stunden und dann beginnst du deine Schicht, 8 Stunden Akkord. Meinst du, die haben in der Betstunde noch mal ein bisschen reingeschlafen in Reserve? Wichtig ist da sein, weil in der Betstube geht es nicht nur ums Beten, sondern das ist natürlich auch die Anwesenheitskontrolle. Der Steiger guckt, ist meine Schicht vollzählig? Man arbeitet ja auf Akkord und der ist auf eine bestimmte Anzahl Personen schon ausgelegt. Und wenn da 2, 3 fehlen, ist das schlecht, dann muss man reagieren. Also man muss wissen, wer da ist. Jetzt sind die 400 Meter und eine Stunde runter ja schon so ein bisschen uneffektiv. Nein, warum? Das wird ja nicht bezahlt. Weil wir arbeiten dann ja 8 Stunden, und zwar im Akkord. Nicht so richtig schön. Je nachdem, es gibt da verschiedene Arbeiten. Streckenvortrieb mit Schlägel und Eisen, das zeigen wir euch nachher nochmal. Und doch, da kommt schon was rum. Aber jetzt geht es ja immer tiefer. Ja. Das heißt, Rückweg nach 8 bis 12 Stunden, je nachdem wie alt man ist und wie viel man arbeitet, ist dann 1,5 Stunden etwa. So, und jetzt geht es immer tiefer. Und Anfang des 19. Jahrhunderts hat man Schachttiefen von schon bis zu 600 Meter erreicht. Und da kommen wir jetzt ein Problem, nämlich die Bergleute, gerade auch die Jüngeren, so im Alter bis 35, die man auf die ganz großen Tiefen von 600 Meter geschickt hat, da merkt man, da passiert was. Und zwar stellt man in der Verwaltung fest, dass dort aus den Schächten immer weniger Erz transportiert wird. Aha. Das heißt, die Fördermengen gehen zurück. Wie heute, gerade in diesen Zeiten, heißt das sinkende Erträge. Und das heißt wieder für alle Probleme, Arbeitslosigkeit und große soziale Probleme natürlich auch. Jetzt braucht es eine Idee. Jetzt braucht es eine Idee, genau. Man überlegt erstmal, wie bekommen wir die Bergleute kraftsparender in die Tiefe. Und darum geht es in erster Linie um Kraftsparen, nicht um Zeit. Wenn das mit einer neuen Erfindung noch dazukommt, prima. Nicht? Aber Zeit bezahlen wir ja nicht. Okay. Eigentlich. Und im Jahre 1833 haben wir dann die Lösung. Jetzt schauen wir mal diese Gestänge an. Das Schöne, diese Gestänge, die waren schon da. In vielen Harzer Schächten durch ein Wasserrad angetrieben, haben die sich 24 Stunden, 7 Tage die Woche rauf und runter bewegt. Das sehen wir jetzt hier leider nicht. Hier hinten waren Pumpen angeschlossen. Das war ein Entwässerungssystem. Und im Jahre 1833 hat ein Bergbeamter eines Tages eine Idee, hier Haltegriffe und Trittbretter anzubringen. Wir steigen hier drauf, 2 Trittbretter auf gleiche Höhe für 1 Sekunde, wir wechseln um. Und dann lassen wir uns hier mit runternehmen. Und dann kommt ist dort das nächste. Was machst du jetzt? Rüberspringen. Du wechselst, springen die aber locker, leicht, ruhig wechseln. Ja. Genau. Und somit kommen wir durch Wechsel von Trittbrett zu Trittbrett leichter, kraftsparender in die Tiefe. Der Bergmann verschwendet keine Kraft mehr auf dem Weg zur Arbeit, sondern er kann sie wieder voll in seine Arbeit packen, in die Schicht. Und das heißt, Bergbau ist gerettet, Fördermengen steigen und alles sind zufrieden. Aber Höhenangst darf man da nicht haben, weil da geht es ja einfach nur ins Nichts. Das ist schon schwierig, aber es ist dunkel. Sie haben ja nur eine Lampe in der Hand. Da sieht man nicht so viel nach unten, aber man weiß natürlich, dass es da, Aber es passieren weniger Unfälle als auf den Fahrten. Also so nennt man die Leitern im Bergbau, die man dort noch einmal sieht.
300, 400 Meter auf nassen, rutschigen Leitern oder Fahrten im Dunkeln auf- und abzusteigen, ist sehr viel gefährlicher, als hier die Trittbretter zu wechseln. Aber Karl, ich würde sagen, grau ist alle Theorie. Zeig doch mal, wie es geht. Der kann das jetzt vorführen? Ob man mich da auflassen sollte. Weil? Ich glaube, im Moment wäre das keine gute Idee bei meinen Gewichtsproblemen. Ach Mensch. Das heißt, Andreas, du Steiger, würdest... Dann muss ich wohl einmal ran. Ja. Und das in meinem Alter. Wofür hat man vorgesetzt? Und bitte nicht daneben treten, ne? Ich werde mir Mühe geben, aber natürlich geht es da unten ins Dunkle. Und bevor ich einfahre, muss ich mir erstmal mein Geleucht bereiten. Jawohl. Und dann geht das Ganze los. Wir fangen hier drüben an. Das macht Sinn. Warten, bis das nächste Trittbrett hochkommt. Dieser Pumpenhub ist jetzt relativ gering, damit man es sehen kann. Eigentlich ist der Pumpenhub rund 8 Meter. Und dann geht es in die Tiefe. Fahr glücklich. Einmal übersteigen und dann bin ich demnächst aus eurem Blickfeld verschwunden. Und die waren dann wirklich wie die Ameisen, jeder Brett ein Tritt? Jeder Bretteintritt. Jedes Brett? Genau. Nacheinander fährt man dann ein. Und Also dann, es hat was von Synchrontanzen. Ähnlich, genau, weil irgendwann, wenn die komplette Schicht, je nach Größe, hintereinander auf einer Seite steht, müssen alle an ihrem Punkt auch wirklich die Seite wechseln. Ja. Wenn da einer nicht wechselt, dann Dann haben ist wir da einen Stau. Stau, einen Rückstau, dann kann der nächste nicht wechseln. Und dann gibt es, wie überall, wenn man Fehler macht, bei den Kollegen dumme Sprüche. aber hier sieht man es dann noch einmal im Original. Im Prinzip passiert, wenn man nicht wechseln würde, Ja. nichts Geht wieder anderes, runter. als dass ich rauf und wieder runter fahre. Das ist nicht besonders aufregend, auch nicht besonders produktiv. Aber es kann auch dann nichts passieren, außer dass alle anderen sich natürlich über mir entsprechend ärgern. Also du würdest blöde Sprüche kriegen. Ich würde reichlich blöde Sprüche kriegen, wobei ich kriege die hier auch so. Ich muss da gar keinen Fehler machen. Aber ja, das ist das Thema Fahrkunst. Eine tolle Erfindung, gemacht im Oberharz, hat sich weltweit sehr schnell durchgesetzt. Genau. Und eine zweite tolle Erfindung war dann noch das Drahtseil. Ein Jahr später. Wer hat das denn eigentlich gemacht? Das war ein Jurist, man glaubt es kaum, der Bergrat Albert, auch in Clausthal, weil ihm ist es gelungen, als das erste funktionstüchtige Drahtseil zu drehen. Also Versuche mit Drahtseilen gibt es schon länger, aber die haben immer nicht gehalten und sind bei Belastung gerissen. Und eben dem Bergbeamten Bergrat Albert ist es geglückt, ein Drahtseil drehen zu lassen, womit man schwere Lasten hochheben kann. Das Seil reißt nicht und dadurch können wir auch aus viel größeren Tiefen, als wir es mit geschmiedeten Ketten oder Hanfseilen machen können, Material an die Oberfläche. Es war aber wieder dasselbe Grund wie auch bei der Fahrkunst, wie bei anderen Dingen. Es ging ums Geld. Na klar. Denn diese Hanfseile, das war ja Importware, die waren sehr teuer. Diese Hanfseile über mehrere 100 Meter waren noch viel teurer. Unter diesen nassen Bedingungen im Bergwerk gingen die sehr schnell kaputt. Ja. Und ab einer gewissen Tiefe musste man dann eigentlich auch einen zweiten Schacht haben, weil die hielten das gar nicht. Dann hat man es probiert, wir schmieden eine Eisenkette, hält ja viel mehr aus. Ja. Bloß bei Schachttiefen von 600 Meter Ist die Kette Eisenkette irgendwann so schwer? reißen die unter ihrem Eigengewicht. Da konnte man nichts mehr mit hochziehen. Ja. Und damit waren dann irgendwann, weil die Gruben so tief waren, das Erz war so tief runter abgebaut, wurden dann oder drohten unrentabel zu werden. Und dann kam eben Bergrat Albert mit dem Drahtseil und das ließ zu, dass man sehr effektiv, verhältnismäßig kostengünstig aus ganz großen Teufen Erz oder was immer man gefördert hat, noch wieder nach oben ans Tageslicht bringen konnte. Und wir benutzen das bis heute, diese Erfindung, kein Fahrstuhl im Prinzip ohne Drahtseil. Also Fahrstühle sind eine Fortführung des Bergbaus. Fahrstühle profitieren von dieser entscheidenden Erfindung des Bergbaus, genau. Aber das war ja die Sache, um das Erz rauszubekommen und um die Leute reinzubekommen. Es gibt noch ein drittes Problem im Bergbau, das ist das Wasser. Wir haben es eben schon gesehen, es wurde sogar unter Tage genutzt, um Maschinen anzutreiben, um Motoren anzutreiben. Aber zu viel Wasser im Berg ist nicht gut, Karl, oder? Zu viel Wasser im Bergwerk ist überhaupt nicht gut,
weil dann können wir nicht arbeiten. Man muss also immer auch im Bergbau, sei es eine Ausnahme, sollte es zumindest sein, aber man muss immer das Wasser aus der Tiefe herausbringen, dass man dort arbeiten kann. Ja? Und die Gruben uns nicht ersaufen. Und ich hatte ja schon gesagt, dass die Fahrkunst, bevor sie Fahrkunst wurde, ein Pumpensystem war. Aber wir schauen uns mal einfach einen Vorläufer davon an. Na dann. Aber bevor wir da hingehen, Karl, Ja. nochmal ein ganz kurzer Stopp und ein kurzer Blick auf diesen Füllort hier. Das ist quasi der Nachfolger dieser Hängebank, der moderne Nachfolger der Hängebank. Also das ist jetzt schon viel später. Das ist viel zeitlich. später, das ist 1920er Jahre, damit also rund 50 Jahre nach dieser anderen Technologie. Hier wurde elektrisch gefördert mit einer elektrischen Fördermaschine. Das Ganze war mechanisiert. Es wurde auch nicht mehr Tonnen ausgekippt, sondern es wurde gleich in die Förderwagen geladen, die dann rauf und runter gefahren wurden. Das hier war die Technologie, die unter anderem nicht weit von hier in Miesbach in der bayerischen Pechkohle verwendet wurde. Okay. Ja. Ja, hier darf ich noch mal ganz kurz stehen, weil viele kennen ja das Symbol des Bergbaus, und zwar ein Kreuz, das älteste Werkzeug der Bergleute, Schlegel und Eisen, also Hammer und Meißel. Wenn wir jetzt wirklich in hartem Gestein arbeiten, wie Granit, wir haben nicht immer Wertvolles drin, es müssen auch Entwässerungskanäle, Wasserlösungsstollen gebaut werden, die gehen durch Nebengestein, wertlos, muss man aber durch. Und im 16., und 17. Jahrhundert hat man das hier gemacht. Ein Meißel reicht nicht. Und dann nimmt man so ein schönes Gehänge um den Hals vielleicht. Und dann nimmt man seine Meißel mit oder die Eisen mit in die Tiefe zur Arbeit. Also das sind die Das sind Ersatzteile? Ersatzteile. Wenn man es nur aufgesteckt, wenn der stumpf ist, schnell wechseln, den nächsten. Und dann kann ich gut 8 Stunden arbeiten. Ein Beispiel, wir gehen jetzt hier in den alten Bergbau. Bitte passt auf, Kopf tief halten, wirklich. Hier vorne sehen wir gleich eine schöne Inszenierung, nämlich genau die Arbeit mit Schlegel und Eisen. Und ihr stellt euch bitte alle vor, ihr sitzt dort jeden Tag 8 Stunden im Akkord, in hartem Gestein wie Granit, und ihr habt 3 Meter geschafft. Und dieses, was wir dort zeigen, diese 3 Meter, waren im Durchschnitt etwa ein Jahr Arbeit im 16. und 17. Jahrhundert. Ein Jahr. Ein Jahr. Oh, das ist ja bitter. Das ist Akkord. So, unser Kameramann muss jetzt mal ein Ja, bisschen, da muss ein bisschen muss auch auf deinen gucken. Kopf aufpassen. Vorsicht. Wenn ihr es gleich schreien hört, dann ist das Felix, der Mann mit dem sehenden Auge. Und hier sehen wir eben, dann habe ich natürlich auch, wenn ich nur so geringe Vortriebe habe, keine riesen Querschnitte, dann haben wir das Ganze natürlich flacher und nicht so weit. Und dann reicht auch so ein kleiner Hund. Passt du da noch rein? Karl, eben war ich auf der Fahrkunst. Ich würde sagen, du bist dran. Okay, ich versuch's mal. Also das möchte ich mir jetzt schon anschauen. Also ich müsste mich auf jeden Fall ganz gewöhnen. Ja, also das geht noch. Aber bequem ist was anderes. Bequem ist was anderes, aber man hat es eben nicht immer bequem bei der Arbeit, das kennst du auch, nicht? Vielleicht. Und dann arbeitet man sich so vorwärts. Den Hund. Ich müsste jetzt wieder heraus. Karl, das erinnert mich so ein bisschen, Habe ich mittlerweile doch dann schon Rückenprobleme. ein bisschen daran, im Harz gibt es ja solche Stollen zur Entwässerung, die sind über 1 Kilometer lang. Ja. Wie lange hat das denn so gedauert? Wie der vielleicht ein Berliner Beispiel. Flughafen? Wenn wir jetzt mal diese Arbeit nehmen und wir nehmen den 19 Lachterstollen, der ist im 16. Jahrhundert begonnen, von der Werkstatt Wildemann nach Clausthal. Der hat eine Länge von 8.800 Metern. Da hat man auch im Gegenortbetrieb von vielen Ansatzpunkten schon aufeinander zugearbeitet, damit man schneller wird, damit die Kosten gesenkt werden. Und trotzdem hat man zur Fertigstellung von 8,8 Kilometern über 100 Jahre gebraucht. Also im Bergbau denkt man in Generationen. Ja, genau. Und das finde ich so besonders. Stell dir bitte vor, du planst und projektierst heute etwas. Ja. Nehmen wir ruhig einen Flughafen oder was auch immer.
ein Großprojekt. Eine Kathedrale. Eine Kathedrale. Und da arbeitet man ja sowieso in Generationen. Aber irgendein Projekt, wovon du weißt, ich erlebe nicht den Nutzen. Ja. Wo du weißt, deine Kinder werden davon keinen Nutzen haben. Deine Enkel werden es nicht nutzen können, sondern erst die 5., 6. Generation später. Weit in die Zukunft geplant, damit die dann lebenden Generationen quasi auch noch Arbeit haben. Weil durch diesen Stollen können sie jetzt in größere Tiefen, können das Wasser auf ein anderes Niveau heben, müssen es nicht ganz nach oben befördern und ja, in die Zukunft gedacht. Krass. So kann man es auch sagen, ja. Aber Karl, wir hatten ja versprochen, dass wir eine Pumpe zeigen, oder? Oder sowas ähnliches. Das hatten wir gesagt, ja. Wahrscheinlich bin ich jetzt wieder dran, oder? Wie du meinst, Steiger. Dann würde ich sagen, erklär doch mal, was hier passiert. Ich gehe so lange ins Hamsterrad. Ins Hamsterrad. Ja, so ähnlich. Okay. Da kommen wir gleich zu. Älteste Methode, ich sagte, ein Bergwerk muss immer entwässert werden, damit es nicht zu läuft oder voll läuft. Damit können wir nicht arbeiten, haben daraus keinen Ertrag. Also muss es immer schon entwässert werden. Die älteste Methode, man hat im Schacht Wasser gesammelt am tiefsten Punkt. Dann stand da ein Bergmann, hat ein kleines Ledereimerchen in der Hand, hat den vollgefüllt und dann einen Kollegen hoch auf der Fahrt hochgerimmt. So Stafette und der letzte schüttelt es aus. Kennt man aus alten Filmen. Kennt man aus alten Filmen. Genau, so eine Eimerkette bilden, nach oben. Jetzt wird es immer mal tiefer. Das geht vielleicht gut bis 40 Meter. Ja. Höchstens, allerhöchstens. Dann komme ich tiefer und tiefer. Das Ganze rentiert sich nicht mehr, ist zu uneffektiv, weil ich komme in Schichten, Grundwasserschichten, es läuft mir zu viel Wasser zu, als dass ich in der Menge mit dieser Eimerkette rauskriege. Also und die muss ich mir ja auch was bezahlen. Überlegen wieder. Es geht wieder um mein Geld, um meinen Ertrag und um die Arbeitsplätze für die Bergleute. Ja. Und dann kommt der nächste Schritt, eine sogenannte Heinzenkunst. Eine was? Eine Heinzenkunst nennt man das. Aha. Das heißt, wir haben unten in einem tieferen Punkt ein Bassin, da sammelt sich das Wasser, dort wird es hingeleitet. Einen ausgehöhlte Baumstämme hintereinander geschaltet. Dort läuft eine Endloskette und in Abständen sind solche Bulgen, Lederbulgen, die zum Beispiel Rosshaar gefüllt sind, die laufen hier durch. Und wenn die jetzt durch das Wasserbassin gehen und unten am Einlass hier dieser Zylinder, reißen sie Wasser mit im Zylinder nach oben an diesen Punkten. Quasi zwischen diesen beiden Bulgen ist dann ein bisschen Wasser eingesperrt. Das wird mit hochgerissen und dann entwässert. Und da brauche ich einen Antrieb. Kontinuierlich. Das muss 24 Stunden, kann man machen unter Umständen. Aber wir haben heute etwas Besseres. Aha. Nämlich unser Steiger muss auch mal arbeiten. Okay. Es geht auch mit so einem Kettler. Und bitte Vorsicht, da kommt gleich Wasser raus. Okay. Etwas schneller vielleicht noch. Ach, mit Antrieb auch noch, ja? Ja. Ah, es wird schon nass. Es wird schon nass. Ah, ja. Und da kommt doch schon ordentlich Wasser raus. Das sieht gut aus. Unser Antriebshengst ist gerade noch nicht sehr effektiv. Da kommt doch mehr Wasser raus. Eine weitere Möglichkeit für sein Geld zu verdienen. Ist heute auch so eine Idee vielleicht fürs Fitnessstudio? Also die Herrschaften brauchten kein Fitnessstudio. Na. Jeder der Bergmann, noch jemand, der hier mal. Vielen Dank. Wie viel Wasser schafft man denn da so in der Stunde oder am Tag? Ach, das sind schon etliche 100 Liter. Ja? Ja. Von daher die genaue Zahl kann ich jetzt gar nicht nennen, müsste ich selber nochmal nachschauen. Hängt von der Fitness des Menschen im Wasserrad ab, ne? Auch das, sicherlich. Ja. Na, dann sehen wir uns 8 Stunden wieder. Und du bleibst hier? Nein? Nein, erstmal zeigen wir euch noch ein bisschen mehr Oberharz und Erzbergbau. Und dann folgt uns bitte. Jetzt wird es wieder eng. Ja, bitte, hier. Oh, da steht was. Wir laufen weiter? Ja? Ja. Ah, da sitzt jemand. Wir laufen weiter, jawohl. Also ich habe jetzt endgültig die Orientierung verloren. Gott sei Dank habe ich euch. Das ist ja das Ziel ein bisschen. So, da sind wir und hängen erstmal unser Geleucht Okay, das an den sieht schon Türstock. eher wuchtig aus. Karl, Ja, Steiger. was haben wir denn da? Hier haben wir erstmal einen Bohrort, wie es genannt wird.
Wir sehen ja wunderschöne Ortsbrust, so heißt das. Und da sehen wir das Erz, Blei, Silber im Oberharz, also Bleiglanz, insofern ist Blei und Silber mit drin. Kupfer gab es im Oberharz. Hauptsache war früher aber wirklich das, was am meisten Geld bringt, über Jahrhunderte der Silberanteil. Und dann kann ich an, wir haben ja schon vorhin gesagt, wir können es mit Schlegeleisen abbauen, einfach mit Hammer und Meißel. Wir wollen aber mehr haben, immer mehr. Mehr als 3 Meter im Jahr. Mehr als 2 Meter im Jahr, mehr Material, mehr Einnahmen. Ja, Zeiten verändern sich und dann die technische Entwicklung geht weiter. Und dann hat man auch schon im 17. Jahrhundert mit Schwarzpulverpatronen geschossen, also man würde sagen umgangssprachlich gesprengt. Wobei bergmännisch das Sprengen schon wieder was anderes ist. Aber da reden wir dann über den großen Wumms. Wir bleiben mal in dieser Terminologie und genau, es macht einen großen Knall und das entwickelt sich weiter. Anfangs 18. Jahrhundert zum Beispiel, wenn man dort ein Bohrloch nimmt, hat man einen Bohrmeißel in der einen Hand, hat einen Hammer, also den Schlägel in der anderen, hat den schön am Oberarm, haut mit dem Hammer auf den Bohrer und dann wird der Bohrer gedreht. Soll ja ein Loch werden und nichts absplittern. Ja. Also draufhauen, drehen, draufhauen, drehen, draufhauen, drehen. Und nicht so Schlagbohren. langsam. Das wäre schlagendes Bohren. Ja. Genau, das Schlagbohren, was heute jede Bohrmaschine macht. Ich habe zu Hause einen Bohrhammer und der hat ordentlich Genau. Wumms. Und das muss man früher im 18. Jahrhundert von Hand machen. Okay. Und da machte man etwa, ja, so gut 30 Schlag in der Minute. Das ist schon schnell. Ja. Also überleg dir, alle 2 Sekunden Ja. einen Schlag machen und den Und Bohrer drehen. Genau. Das ist natürlich nur für kleine Bohrlöcher. Das sieht jetzt so ein bisschen aus wie Mafia. Hier die technische Entwicklung geht's weiter. Ja, und wenn du sagst Mafia, das ist jetzt keine Tommy Gun, sondern eine Bohrmaschine von Druckluft angetrieben, die man Ende des 19. Jahrhunderts im Einsatz hat. Damit kann ich viel tiefere Bohrlöcher erstellen, viel mehr Sprengstoffe also platzieren. Das heißt, ich bekomme viel mehr Material im Abschlag, also effektiver. Das heißt, mit dem Sprengmittel alleine war es gar nicht getan. Man muss sich wirklich ein richtiges System. Vorbereitende Arbeiten ja machen. Dann muss ich ein erfinden. bestimmtes System haben, wie ich die Sprenglöcher setze, damit mir nicht alles kaputt geht, sondern dass ich auch einen bestimmten Bereich nur habe, den ich abbaue und dann auch gezielt vorwärts komme und nicht immer so, sondern möglichst gerade. Ich muss ja die Richtung halten. Aber da werden mich die Marktschalter, die Vermessungsingenieure schon entsprechend darauf hinweisen, wenn irgendwas schief geht. Jetzt ist das natürlich besser, würden wir sagen. Es geht schneller, effektiver. Ja. Wir haben aber gleichzeitig mit neuer Technik neue Probleme. Ja. Nämlich, wenn ich nur so von Hammer und Meißel, hätte ich fast gesagt, mit einem Bohrmeißel arbeite, dann habe ich keine großen Vibrationen, nur ein paar Schläge. Hier fange ich jetzt alle Vibrationen zum Beispiel mit den Armen auf, Ja. mit solchen hydraulischen Bohrern. Und hierbei entsteht natürlich viel mehr feiner Staub, Okay, das heißt, den ich ich einatme. habe Vibration, mein Orthopäde freut sich Ja. und die Lunge hat auch nicht viel Spaß. Die Lunge hat auch nicht viel Spaß, wenn man nicht, deswegen hat man auch früher schon, Arbeitssicherheit geht vor, mit Wasser das Bohrloch ausgespült, damit der Staub gebunden wird. Ist aber, macht man heute an Maschinen auch, zum Kühlen und zum Binden von Stäuben zum Beispiel. War besser, aber nicht gut. War besser, aber es kann immer noch schnell passieren. Das heißt, ich habe zwar wirtschaftlich einen größeren Erfolg, technologisch auch alles wunderbar, aber gleichzeitig für den, der damit arbeitet, auch wieder andere Gefahrenpunkte, die man berücksichtigen muss. Und die Silikose, die Quarzstaublunge, ist eben somit auch eine der ersten Berufskrankheiten, die anerkannt wurden. Nicht schön. Nicht schön, absolut nicht. Stellt euch vor, eure Lunge füllt sich nach und nach mit Quarzsand. Lieber nicht. Ja. Was hat man dagegen gemacht? Ja, was hat man dagegen gemacht? Da gab es bei den Bergärzten immer Geheimrezepte. Jeder Die- hatte da so sein eigenes Rezept. Hat was funktioniert? Manchmal ja, aber oft nicht. Okay. Naja, aber man hat das Problem ja relativ früh erkannt und dann begonnen mit einem zweiten Mann. Damals waren es tatsächlich nur Bergmänner, Wasser auf die Bohrstelle zu spritzen, um so wenigstens einen Teil des Staubs zu binden. Das heißt, das war ein Arbeitsplatz für 2. Und um die Vibrationen abzuhalten und nicht mehr mit dem Körper aufzunehmen, wurde diese Maschine halt an eine Säule gespannt, die an der Fürste und am Boden befestigt war. Und deshalb heißt das Ganze hier auch Säulenbohrmaschine. Was wir sehr schön erkennen können, ist übrigens hier die Struktur des Erzes. Das ist echtes Originalerz, das gibt es gar nicht mehr. Das hier ist ein sogenanntes Gangerz, das heißt, das ursprüngliche Gestein im Gebirge ist aufgesprengt, heiße
hydrothermale, so nennt sich das, Lösungen sind aufgestiegen. Das heißt, heißes Wasser unter sehr hohem Druck, unter so hohem Druck, dass in diesem Wasser Metall gelöst ist. Und beim Abkühlen hat sich Stück für Stück dieses Metall ist ausgefallen und haben sich diese Gänge gebildet, die dann tatsächlich im Oberharz abgebaut wurden. Die waren zum Teil so breit wie hier, vielleicht auch ein bisschen schmaler. Und weil sie von unten kamen, haben diese Gruben sehr schnell unheimliche Tiefen erreicht. Eben diese 300, 400, 600 bis zu 800 Meter Tiefe, weil es kein großes, breites Feld war, sondern es ging senkrecht runter. Und das heißt, gerade die Gruben im Oberharz hatten ein Problem mit der Teufe, mit der großen Tiefe. Ja. Und gerade deshalb wurden im Oberharz auch diese Innovationen tatsächlich erfunden und gemacht, wie Drahtseil, wie Fahrkunst und anderes. Das heißt, das war damals ein Technologiezentrum. Not macht erfinderisch. Not macht erfinderisch. Und die Experten aus diesem Gebiet sind deshalb nach ganz Europa gegangen. Die sind ins Erzgebirge, die sind bis nach Norwegen, Grube Kongsberg. Deshalb gibt es alle bergmännischen Begriffe, die etwas moderner sind, im Norwegischen heute nur auf Deutsch, weil die halt von deutschen Bergleuten dort eingeführt worden sind. Also wir waren ein Exportschlager. Das war ein Exportschlager, das sieht heute ein bisschen anders aus im Harz, aber das ist eine andere Geschichte. Genau. Und damit sind wir auch schon so ein bisschen am Ende unserer Führung. Wir stehen hier auch, wer noch mal später kommt, kann sich das live anschauen, im Fürstenstoßbau. Du siehst, hier ist also ein Abbauort. Ja. Und an deinem Kopf hier vorne siehst du ja die Beine des nächsten Bergmannes, Ja, der geht der nach quasi parallel zu denen hier unten auch arbeitet. Und man lässt es immer nach unten fallen. Bergleute, sagen wir gerne, waren faule Menschen. Die haben immer mit der Schwerkraft gearbeitet und das nach unten fallen lassen. Und das, was bereits abgebaut war, sieht man dann hier mit Taubengestein aufgefüllt. Deshalb war das so ein bisschen treppenartig, bloß eine umgedrehte Treppe, um 180 Grad gedreht. Der sogenannte Fürstenstoßbau. Das war jetzt nur das Erz und das war jetzt nur das Erz 19., Anfang 20. Jahrhundert. Wir haben noch viel mehr, wir haben Kohle, wir haben Salz, das würde den Rahmen dieser Sendung sprengen. Außerdem sollte er noch einen Grund haben, wenn es wieder möglich ist, nach Corona zu uns ins Deutsche Museum zu kommen und euch das live anzuschauen. Wir laden euch ganz herzlich ein Auf jeden und Fall. würden uns freuen, euch dann hier nochmal begrüßen zu dürfen. Wunderbar. Ich habe aber noch mal eine Frage an dich, Bülent. Okay. Kennst du eigentlich die 7 berühmtesten Bergleute? Nein. Nein? Also vielleicht, weiß ich nicht. Vielleicht, weiß ich nicht. Fällt dir da spontan etwas ein? 7 Männer, eine Frau. 7 Männer. Disney? Auch bei Disney kommt es vor, ja. 7 Zwerge? Das sind die 7 Zwerge, genau. Aber könnte man natürlich viel behaupten. Ich müsste es also belegen. Ja. Und wenn wir einmal schauen in die Geschichte, wie groß waren die Menschen denn im 16. Jahrhundert? 15? Nicht ganz so groß wie du. Nicht ganz so groß wie ich. Die waren also schon kleiner. Manche würden sie vielleicht verunglimpfen als Zwerge. Okay. Was war die Kopfbedeckung? Eine der ersten Kopfbedeckungen der Bergleute. Also Irgendwas, der wo man Schutzhelm. oben nicht anstößt. Das ist der Google. Auf jedem Mittelaltermarkt sieht man heute Leute so rumlaufen. So ein spitz zulaufender Hut. Mal mit einem längeren Gebamsel dran, mal kürzer. Über die Schulter, Leder oder Stoff, Filz, damit Wasser nicht durchgeht. Also hatten die Menschen auch. Also sind Dann die suchen die Bergleute Schätze in der Erde. Ja. Haben natürlich die Sehnsucht, zurückzukommen aus den Tiefen der Erde, wo es langsam warm wird. Man weiß ja nicht, ob man da Richtung Hölle geht. Ja. Ist also gefährlich, macht nicht jeder. Man sehnt sich zurück nach dem liebenden Weib an der Oberfläche. Und es gab eine Mode bei Bergleuten früher häufig, auch im Oberharz. Das hat man sich gerne einen Bart wachsen lassen von einem Viertel Lachter, so gut 40 Zentimeter bis über den Bauch. Was war da der Grund? Das war Mode. Mode. Warum? Vielleicht manchmal im Winter wärmt es vielleicht, aber es war Mode. Und dann gibt es noch etwas, wenn es dann Frühjahr war und Sommer und man ging los am Wochenende als Junggeselle, hatte aber schon so einen Bart vielleicht. Oder auch nicht als Junggeselle, einfach zum Wohl seiner Frau, um hübsch auszusehen, hat man sich Kräuter und Blumen gepflückt und die in den Bart hineingeflochten auch mal. Schmuck? Und manche Sage und manches Märchen im Harz, da gibt es zum Beispiel einige, wo ein Bergmann mit solch einem geschmückten Bart beim König Eindruck schindet und somit seine Arbeit wiederkommt. Aber das wäre vielleicht für das nächste Mal eine Geschichte. Fantastisch. Vielen Dank, Glück auf. Glück auf! Wir sehen uns.